Das Internet ist kaputt. Verschwörungstheorien, die sich im Internet mit atemberaubender Geschwindigkeit verbreiten. Frauen und Minderheiten trauen sich im Internet ganz oft überhaupt nicht mehr ihre Meinung zu sagen, weil sie sonst bedroht werden. All das gefährdet unsere Demokratie. Aber in Europa haben wir jetzt die Chance, mit einem Gesetz dagegen vorzugehen. Früher war das Internet wie ein großer Garten, in dem alle ihre bunten Blumen anpflanzen konnten und wir alle konnten ansehen, was uns interessierte. Heute gibt es klare, vorgegebene Pfade und den Rest sehen wir gar nicht mehr. Google und Facebook zum Beispiel, um nur die wichtigsten zu nennen. Sie zeigen uns das, was sie uns zeigen wollen. Und nach welchen Kriterien entscheiden diese Plattformen das? Danach, wie sie am meisten Geld verdienen können. Sie versuchen, unsere Aufmerksamkeit so lange wie möglich zu binden, damit sie uns mehr Werbung einblenden können. Denn das ist das Geschäftsmodell. Damit verdienen sie ihr Geld. Und das führt dazu, dass die Inhalte im Internet, die wir sehen, immer extremistischer werden. Dass die Gesellschaft immer stärker polarisiert wird. Wir können das Internet reparieren, indem wir das Internet wieder zu dem freien Ort des Meinungsaustausches machen, das es eigentlich sein sollte. Wie soll das geschehen? Im Dezember wird die Europäische Kommission eine Gesetzesvorlage einreichen und dann werden der Rat und das Parlament gemeinsam darüber diskutieren und sich zum Schluss auf ein europäisches Gesetz einigen, das wahrscheinlich zum globalen Trendsetter und Standardsetter werden wird. Was soll dieses Gesetz jetzt enthalten? Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir die Regel beibehalten, dass es keine allgemeine Überwachung der Inhalte geben darf, die Nutzerinnen und Nutzer dort hochladen. Und zweitens dürfen die Unternehmen nicht direkt haftbar sein für die Inhalte eben dieser Nutzerinnen und Nutzer, außer wenn sie Kenntnis davon erlangen, dass diese Inhalte illegal sind. Denn Unternehmen für alle Inhalte haftbar zu machen, würde zwei Dinge bedeuten. Erstens, dass die Unternehmen alle Dinge überwachen müssen. Das heißt, eine allgemeine Überwachungspflicht und ständige Uploadfilter. Und das wollen wir nicht. Das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Und zweitens, dass kleinere Unternehmen überhaupt keine Chance mehr hätten, gegen diese Giganten anzukommen. Immer häufiger wird der Ruf laut, auch Inhalte zu regulieren, die uns zwar nicht gefallen, die aber vollkommen legal sind. Aber das würde bedeuten, dass die Plattformen zu einer Art Wahrheitsministerium werden, und dass sie selber entscheiden können, was sie zensieren wollen und was nicht, ohne jede Rechenschaftspflicht. Das können wir in einer demokratischen Gesellschaft nicht akzeptieren. Drittens, Transparenzmechanismen für Empfehlungsalgorithmen. Empfehlungsalgorithmen sind die Formeln, die anhand von Kriterien, Grundsätzen und eben Profitorientierung darüber entscheiden, was wir im Netz zu sehen bekommen. Viele Menschen bilden sich ihre politische Meinung anhand der Beiträge, die sie sehen. Das ist demokratierelevant und deswegen haben wir ein Recht darauf, zu wissen, wie die Unternehmen diese Entscheidungen treffen. Denn sonst polarisieren sie Gesellschaft immer weiter. Zum Beispiel weiß man, dass 1/3 aller Facebook-Gruppen in Deutschland extremistische Inhalte hat. Und 66% der Mitglieder dieser Gruppen sind eigentlich erst dorthin gekommen, weil der Empfehlungsmechanismus von Facebook ihnen genau das empfohlen hat. Viertens, personalisierte Werbung. Die Werbung, die heutzutage im Internet geschaltet wird, beruht darauf, dass große Mengen von Daten über uns alle gesammelt werden, einschließlich unserer sexuellen Orientierung, unseres Beziehungsstatuses, wo wir uns wann in der letzten Zeit mit wem aufgehalten haben, was wir im Internet angeklickt haben und so weiter, kombiniert auch mit Offline-Informationen über uns. Aus all diesen riesigen Datenmengen werden dann haarscharf zugeschnittene Profile von uns erstellt. Die werden dann wiederum Werbetreibenden zum Verkauf angeboten, damit sie dort ihre Anzeigen schalten können. Das ist nicht nur ein riesiges Problem für den Datenschutz, das ist auch ein Problem für unsere Demokratie. Denn diese Daten werden dann natürlich auch an Akteure verkauft, die unsere Demokratie negativ beeinflussen wollen. Und Desinformation kann man zum Beispiel erst bei Menschen in Umlauf bringen, die besonders anfällig dafür sind.
Und dann, wenn sich das Ganze einmal festgesetzt hat, verbreitet sie sich fast von selbst, wie ein Lauffeuer im Internet. Und das ist nachgewiesen. Das wollen wir verhindern. Dazu kommt auch noch, dass wir ein großes Wettbewerbsproblem haben. Denn in Deutschland zum Beispiel kontrollieren Google und Facebook 75% des digitalen Werbemarktes. Tendenz steigend. Und das ist ein Markt, den es 1999 noch gar nicht gab. Den Qualitätsmedien schwinden immer mehr die Einnahmen, gerade in Zeiten von wachsender Desinformation. Und deswegen sind wir der Meinung, dass personalisierte Werbung komplett verboten werden muss. 5. Notice-and-Action-Verfahren. Wie kann man, wenn man selbst im Internet unterwegs ist und etwas sieht, von dem man davon ausgeht, dass es illegal ist, das klar anzeigen? Welche Rückmeldung bekommt man, wenn ein eigener Inhalt runtergenommen wurde oder das eigene Facebook- oder Twitter-Account gesperrt wurde? Dafür brauchen wir sehr klare Regeln, differenziert auch nach Schwere des Verstoßes. Die müssen festgeschrieben werden und für alle gelten. Und 6. Interoperabilität. Wenn ich für mein Handy einen Telekom-Vertrag habe, kann ich auch Kunden von Vodafone anrufen. Aber wenn ich auf meinem Handy Signal installiert habe als Messenger, dann kann ich nicht einfach an jemanden schreiben, der lieber WhatsApp benutzt. Das muss sich ändern. Dafür fordern wir Interoperabilität. So viel von mir heute zum neuen Digital Services Act, den neuen Regeln für das Internet. Ich werde noch viel darüber berichten, denn wir werden viel darüber reden und diskutieren in den nächsten Monaten und Jahren. Folgt mir, bleibt dabei und vor allem in diesen Zeiten, bleibt gesund.